Ziemlich nett von Ihrem Freund, dass es direkt hierher geführt hat. Liebe macht eben nicht nur blind, sondern auch unvorsichtig. Die wird storm, wenn wir plötzlich vor ihr stehen. Ich finde es schade, dass du nicht mitkommst. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich auch. Ich werde dich auch nicht mehr mit meinem blöden Misstrauen gegenüber Arne nerven. Wenn du wieder zurück bist. Versprochen. Ich fürchte, ich werde die Biografie über Ihre Frau nicht schreiben können. Ach, wie bedauerlich. Aber Sie haben doch sicherlich einen Ersatzauftrag gefunden, oder? Oh ja, und zwar einen sehr interessanten. Clarissa von Anstetten möchte, dass ich stattdessen ihre Biografie zu Papier bringe. Rein mit dir. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ed Lauenstein. Höchstpersönlich. So sieht man sich wieder. Ist das der Dealer, den dein Bruder ins Gefängnis gebracht hat? Das war ein Justizirrtum. Gero von Sterneck wollte seine weiße Weste retten und hat mich angeschwärzt. Die Idioten nehmen den dann noch per Anhalter mit. Tja, genug geplaudert. Auf den Boden mit euch. Gib auf, du kommst damit nicht durch. Noch ein Wort und ich vergesse meine gute Kinderstube. Brauchst du eine Sondereinladung? Los, du was von den anderen, mach schon! Bei der kleinsten Bewegung knall ich euch über den Haufen. Pass gut auf sie auf. Ja, geht klar. Es sieht so aus, als wäre die Falle zugeschnappt. Und Sie mussten Clarissa nicht mal überreden. Wundert dich das? So eitel und selbstverliebt, wie sie ist? Naja, wenn ich Ihre Vergangenheit hätte, würde ich nicht wollen, dass noch jemand darin herumstochert. Ich konnte der Gräfin glaubwürdig versichern, für ihre Biografie nur Material zu verwenden, das sie mir zur Verfügung stellt. Von dem natürlich kein Wort auch nur annähernd der Wahrheit entspricht. Wobei man sagen muss, dass sie erstaunliche Fantasie an den Tag legt. Wenn sie ihre Gattin eine Bilderfälscherin nennt, auf sowas muss man erst mal kommen. Ja, also Clarissa, die schreckt ja wirklich vor gar nichts zurück. Das hat ihr auch ihre Schwägerin zu verstehen gegeben. Isabel? Was hat sie damit zu tun? Sie war zufällig im Schneiders. Die Gräfin versuchte sofort, sie als Informantin gegen ihre Frau zu gewinnen, aber ihre Schwägerin zeigte sich unzugänglich und zog sich diskret zurück. Verstehe. Und wie gehen wir jetzt weiter vor? Heute Abend habe ich den ersten Termin mit der Gräfin. Großartig. Ich freue mich wirklich, dass wir Sie für den Auftrag gewinnen konnten. Ich halte Sie auf dem Laufenden, gnädige Frau. Den guten Dank. Na, was sagst du? Was ist, wenn es doch kein Zufall war? Isabel und Clarissa. Vielleicht waren sie ja verabredet. Du meinst, Isabel hat Guldenberg etwas vorgespielt? Wäre doch möglich, oder? Hallo. Zwei Wasser. Meinen Sie, Heino kriegt das mit Kathi wieder hin? Ach, das hoffe ich zumindest für ihn. Sonst hätte die ganze Aktion mit der Karte in Gefahr gebracht, hat überhaupt keinen Sinn. Glauben Sie, die Erpresser sind Heino gefolgt? Dann hätte Stefan sie bestimmt entdeckt. Wozu dann die Aufregung? Weil es trotzdem unverantwortlich war. Aber Sie können das nicht mehr ändern. Und deshalb kann Heiner auch bis heute Abend bei Kathi bleiben. Spinnst du? Sei froh, dass ich kein Spielwasser genommen habe. Hi. Hallo, Michi. Hi. Was ist bloß los mit dem Typen? Er ist halt Heinos Bruder. Hoffentlich muss ich mir deswegen keine neue Stammkneipe suchen. Der Park ist ein Traum. Besser als jede Gärtnerei. Gefällt er dir? Du solltest mit deinem Floristentalent lieber Clarissa beglücken. Ich verstehe nicht. Du bist mit ihr gesehen worden. Im Schneiders. Was hattest du da zu suchen? Ich wollte etwas essen. Und sie hat dich nicht zufälligerweise dahin bestellt? Warum sollte sie? Weil du eine gute Komplizin abgibst. Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich nicht mehr auf sie einlassen werde.
Vielleicht hast du es dir anders überlegt. Bestimmt nicht. Aber ich kann verstehen, dass du misstrauisch bist nach allem, was ich getan habe. Vielen Dank für dein Verständnis. Wenn ich könnte, würde ich dir beweisen, dass ich auf deiner Seite bin. Aber das kannst du nicht. Nein, ich kann dich nur bitten, mir zu vertrauen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wenn sich Kathi nicht mit Heino versöhnen will, kriegt sie es mit mir zu tun. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Also, tschüss. Tschüss. Und wann soll ich pennen? Bitte mal ausnahmsweise. Okay, ich übernehme die Schicht. Du hast was gut bei mir. Ich erinnere dich bei Gelegenheit daran. Ärger in der WG? Es geht um Marc. Vielmehr geht es um Heino und Kathi. Eigentlich geht es um die drei. Weißt du was? Ich ziehe die Frage wieder zurück. Hast du noch einen Termin? Ich muss einkaufen gehen, zu Hause aufräumen, alles festlich dekorieren. Ist die Woche schon rum? Wann kommt Mama denn? Heute Abend. Soll ich dir helfen? Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Kauf ein paar schöne Sachen. Ich habe was gut zu machen. Was denn? Naja, unsere Beziehung war in letzter Zeit etwas angespannt. Ständig hatten wir Missverständnisse. Und das nur, weil ich so verdammt misstrauisch bin. Das passt gar nicht zu dir. Wem sagst du das? Ja, und dass Arno noch Gefühle für Erika hat, dafür kann sie ja nun wirklich nichts. Nein. Das heißt ja auch nicht, dass sie seine Gefühle erwidert. Nicht automatisch. Naja, aber genau das habe ich ihr unterstellt. Ich habe ihr Unrecht getan. Und deswegen willst du es wieder gut machen? Deine Mutter soll wissen, dass ich sie liebe und dass ich nichts zwischen uns lasse. Was du nicht schaffst, mache ich, ja? Ja. Okay, ciao. Tschüss. Nach Rücksprache mit meinem Verleger kann ich Ihnen optimale Bedingungen zusichern. Danke, Bianca. Sie können gehen. Danke. Was verstehen Sie unter optimalen Bedingungen? Danke. Sie bestimmen die Auflage, den optischen Aufmacher und signieren auf der Buchmesse. Und ich habe das letzte Wort. Es wird nichts gedruckt, was Sie nicht abgesegnet haben. Sie können anfangen, mir dankbar zu sein. Ich habe Sie vor einem großen Fehler bewahrt. Mit der Biografie über diese Bilderfälscherin hätten Sie garantiert einen Reinfall gelandet. Obwohl es genau dieser kriminelle Touch ist, der die Leser so interessiert. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Ich bin immer den aufrichtigen, gerechten Weg gegangen. Bin gleich fertig. Findet hier eine Party statt? Mama, du bist ja schon da. Ja, sieht ganz so aus. Oh Mann, jetzt ist die ganze Überraschung im Eimer. Hast du den ganzen Aufwand nur wegen mir betrieben? Es war Ninas Idee. Ich habe ihr nur ein bisschen mitgeholfen. Ja, hallo Schatz. Hi, hast du Hunger? Und wie? Das sieht so lecker aus. Nina muss jeden Augenblick hier sein. Und wie geht's ihr? Naja, sie denkt, zwischen euch läuft es nicht so optimal. Sie glaubt, sie sei schuld, weil sie so misstrauisch war. Wegen Arno. Sie meint, sie hätte dir mehr vertrauen müssen. Und deswegen hat sie jetzt ein schlechtes Gewissen. Deshalb das Ganze hier. Das ist ihre Art, sich bei dir zu entschuldigen. Ist doch verrückt. Ich betrüge sie und sie redet sich meinetwegen Schuldgefühle ein. Da musst du jetzt durch, Mama. Oder du sagst ihr, dass du mit Arno geschlafen hast. Erika. Hallo Nina. Gut siehst du aus. Danke, du auch. Tja, herzlich willkommen zu Hause. Danke, dass du alles so schön hergerichtet hast. Warte. Ein Geschenk für dich. Oh, für mich? Ja, mach's auf. Hoffentlich gefällt's dir. Es ist wunderschön. Du glaubst gar nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Ich hab dich auch vermisst. Wie sieht es mit Kinderbildern aus? Ich glaube kaum, dass das jemanden interessiert. Im Gegenteil, Gräfin, so etwas wollen die Leser sehen. Es geht doch hier ums Lesen und nicht ums Sehen. Wie auch immer, es wäre aber besser. Nun, viel habe ich nicht zu bieten. Entzückend. Aber vielleicht ein bisschen zu jung. Ich habe mir so an Jugendfotos gedacht.
Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Meine Eltern mochten mich nicht besonders. Sie haben lieber meinen Bruder fotografiert. Naja, das war nicht immer einfach für mich. Wenn Sie vielleicht eine Pause machen möchten. Nein, es ist schon gut. Ist schon so lange her, aber es tut halt immer noch weh. Ja, wollen Sie das nicht aufzeichnen? Ja, natürlich. Doch. Bitte. Meine Eltern konnten mir einfach nie vergeben, dass ich ein Mädchen bin. Sie wollten immer unbedingt einen Sohn. Erwähnten Sie nicht eben einen Bruder? Ja, Walter. Er kam 2 Jahre später zur Welt. Von dem Zeitpunkt an war ich für meinen Vater Luft. Und Ihre Mutter? Walter war immer ihr Liebling, das hat sie mich auch immer spüren lassen. Und er auch. Walter, mein Bruder, hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie? Sie sind alle tot. Oh, das tut mir leid. Mein Vater ist schon vor Jahren gestorben. Und meine Mutter und mein Bruder sind letztes Jahr tödlich verunglückt. Wie haben Sie das bloß alles verkraftet? Das Leben geht eben weiter, nicht wahr? Jahrelang habe ich versucht, mich mit meiner Mutter auszusöhnen, aber Walter hat das immer verhindert. Und dann war es plötzlich zu spät. Sie sind eine bemerkenswert tapfere Frau, Gräfin. Da. Wow, abgefahren. Oh, Spitzenklasse, steht dir fantastisch. Kein Wunder bei deiner Figur. Du musst gerade dich beschweren, hm? So, jetzt macht es euch mal alleine gemütlich. Ich hau ab. Noch komm, noch ein Glas. Nein, ich bin schon viel zu lange hier. Ein halbes Stündchen. Mama, ich schlaf schon im Stehen ein. Danke, dass du mir geholfen hast, Mimi. Keine Ursache. Also, ich hol dich dann morgen früh ab. Danke. Komm Tschüss. gut nach Hause. Ja. Tschüss. Oh. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Ich hätte dir vertrauen müssen. Also wenn du Arno meinst. Als ich gehört habe, dass er dich noch liebt, da habe ich offenbar die Panik bekommen. Ich hatte furchtbare Angst, dass du zu ihm zurückgehst. Ist ja auch kein Wunder, so wie ich mich verhalten habe. Du warst eben mit der Situation überfordert. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Bitte, Nina, können wir das Thema nicht einfach vergessen? Das wollte ich doch gerade vorschlagen. Ich weiß, dass du nichts mehr für Arno empfindest. Dass er anders fühlt, dafür kannst du ja nichts. Deshalb lass uns doch die Missverständnisse einfach begraben und noch einmal von vorne anfangen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Aber sei mir nicht böse, ich bin hundemüde. Klar, natürlich. Du warst ja den ganzen Tag unterwegs. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo. Falls Sie frühstücken wollen, geht auf meine Rechnung. Ja, als Sie weg waren, hat Millie mich noch mal bearbeitet. Naja, es war auch falsch, mit der Freundin Ihres Bruders zu schlafen. Ja, jedenfalls haben Sie bei Ihrem Kumpel ein gutes Wort eingelegt, damit Heino mit Kathi alles klären kann. Das war echt fair von Ihnen. Danke. Hat's denn wenigstens was genützt? Ja, will ich doch hoffen. Wieso? Hat Heino nichts erzählt? Nee, der ist noch nicht zurück. Wie? Heino ist bis jetzt noch nicht zurück. Ja, ist das ein Problem? Hoffentlich nicht. Wer kann das sein? Hallo! Hast du vielleicht die Güte? Keine Nummer. Also, wer könnte dich anrufen? Nehmen Sie doch an. Dann wissen Sie es. Und? Es klingelt. Stefan! Stefan ist nicht da. Heino? Marc, alter Freund, schön, dass du anrufst. Was ist mit Stefan? Und wieso hast du sein Handy? Ja, also Stefan,
Der macht gerade seinen Rundgang. Du kennst ihn doch. Er wollte gleich gucken, ob mir keiner gefolgt ist. Ohne Handy? Ja, das Handy, das hat er hier gelassen, damit ihn keiner anruft. Er meint, wenn er sich an einen ranschleicht, dann kommt das nicht gut. Und was ist mit Kathi? Ist sie okay? Und wieso bist du überhaupt noch nicht zurück? Schmerg, alter Kumpel, du stellst vielleicht Fragen? Habt ihr euch wieder versöhnt? Wir haben die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Brunner übrigens auch nicht. So, ich muss jetzt Schluss machen. Kathi kommt. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Tschüss. Wer ist Mark? Ein Freund von uns. Und der ruft hier auf dem Handy vom Bodyguard an. Mark heißt nur nicht der andere Aufpasser von der Kleinen. Schade. Es hätte so ein schöner Tag werden können. Hallo Nina. Morgen, Millie. Schläft Mama noch? Sie zieht sich gerade an. Millie ist da. Komm gleich. Na, hattet ihr gestern noch einen schönen Abend? Kaum warst du weg, ist deine Mutter ins Bett gegangen. Hast du dich nicht mit ihr aussprechen können? Ich hab's versucht, aber sie wollte nicht hören. Irgendwie ist es ja unangenehm. Ach, Mama war den ganzen Tag unterwegs. Sie war müde. Trotzdem. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, habe versucht, auf sie einzugehen, sie zu verstehen. Aber sie weicht nur aus. Warum? Ach, das kommt dir bestimmt nur so vor. Sie liebt dich. Das hat sie mir gesagt. Vielleicht sehen wir uns einfach zu selten. Erst war ich weg, dann sie. Wenn wir beide da sind, hat jeder einen Haufen Arbeit. So, dann stürzen wir uns mal ins Gewühl. Sehe ich dich zum Mittagessen? Länger habe ich sowieso keine Zeit. Und schon wieder die liebe Zeit. Bitte? Schon okay, ich habe nur laut gedacht. Gut, dann sehen wir uns zum Mittag. Ciao. Ja, ciao. 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 Herr Guldenberg möchte Sie sprechen. Vielen Dank, Christiane. Sie können dann schon mal abräumen, ja? Gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Sie mir bitte in die Bibliothek folgen wollen? Keine Umstände. Ich bin mit der Gräfin verabredet. Ich wollte Sie nur wissen lassen, wie gestern die Sitzung verlaufen ist. Wie zu erwarten, Frau von Anstetten zieht alle Register des Melodrams. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich würde ihr jedes Wort glauben. Das heißt, Sie schöpft nicht den geringsten Verdacht? Schade, dass Sie nun nicht mehr über meine Schwester schreiben wollen. Sie hatte sich so auf die Arbeit mit Ihnen gefreut. Ja, wirklich bedauerlich. Vielleicht klappt es ein andermal. Ja, vielleicht. Das war knapp. Wenn Ihre Schwägerin nicht gewesen wäre. Sie entschuldigen mich. Reklamation, Kaffee zu kalt, Ei zu hart. Nein, das ist alles in Ordnung. Ich überlege nur die ganze Zeit, was da draußen abläuft. Ja, was soll schon sein? Heino liegt jetzt bei Kathi. Ich habe Ihren Bruder inzwischen auch etwas kennengelernt. Ja, dann verstehe ich Ihre Frage nicht. Heino war die Freundlichkeit in Person. Er hat gesagt, dass er sich freut, dass ich anrufe. Und er hat mich alter Kumpel genannt. Naja, dass Sie ihn mögen, kann ja sein. Aber ob er Sie so gerne hat... Er hat auch nicht gesagt, was er da noch macht. Oder wann er zurückkommt. Gar nichts. Naja, das sieht ihm aber ähnlich. Der pfeift ihm was. Aber warum war er dann so freundlich? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht wollte er Kathi einen Gefallen tun. Oder er wollte mir damit was sagen. Nur was? Es ist nicht so, wie es scheint. Alles ist anders. Heino gibt vor, mich zu mögen. Dabei kann er mich gar nicht ab. Er behauptet, dass es Ihnen gut geht. Aber in Wahrheit läuft irgendwas schief. Wen rufen Sie an? Stefan. Nur die Mailbox. Einen Tisch für 2 Personen? Bitte. Gleich hier. Okay? Schön. Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten? Orangensaft, bitte. Ich nehme auch einen. Gerne. Mögen die Damen auch speisen? Nein, danke. Hast du keinen Appetit? Mama, du wolltest doch mit Nina essen. Ja, aber... Du nutzt jede Gelegenheit, um diesem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Drück dich nicht, sondern rede mit ihr. Sie leidet und das finde ich nicht fair. Ja, ich finde das auch nicht fair. Aber solange sie nicht weiß, dass ich mit Arno geschlafen habe, kann ich ja kaum in die Augen gucken. Der Orangensaft. Mhm. Danke.
Dankeschön. Bitteschön. Aber so geht das nicht weiter. Vielleicht ist es besser, wir haben erstmal ein bisschen Abstand voneinander. Wie willst du ihr das denn erklären? Mir fällt schon was ein. Hauptsache, Sie und ich sehen uns in der nächsten Zeit nicht so häufig. Ist irgendetwas passiert? Nein, ich muss zu Kathi. Sicher mal, dass der Kühlschrank hier ist. Und was wollen Sie damit? Jagen gehen? Macht der Gewohnheit. Ich brauche sie zwar nie, aber sie gehört nun mal zu meinem Job. Um den ich Sie nicht beneide, besonders bei Kathi. Aber nachdem sie eingesehen hat, wie ernst die Lage wirklich ist, kooperiert sie wirklich gut. Aber wie lange? Irgendwann wird es hier bestimmt zu langweilig werden. Aber dass die Erpresser sich nicht gemeldet haben, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Sie glauben, die haben aufgegeben? Das sieht so aus. Ich würde es mir für Kathi natürlich wünschen. Ja, dann grüßen Sie von mir, ne? Ja, das mache ich. Tschüss. Entschuldige, ich wollte mir nur einen Buch holen. Isabel, Ich weiß, dass du es nicht gern siehst, wenn ich mich hier aufhalte. ich muss mich bei dir bedanken. Wofür? Ohne deine Geistesgegenwart hätte Clarissa herausbekommen, dass zwischen Guldenberg und mir eine Verbindung besteht. Ich habe doch gesagt, dass ich auf eurer Seite bin. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Es war ein Fehler zu behaupten, dass Caroline keine Kinder bekommen kann. Aber vielleicht können wir irgendwann von vorn anfangen. Du, Caroline und ich. Augen zu! Warte, ich nehme wieder die Tüten ab. Schön zulassen. Warum? Überraschung. Vorsicht, Stufe. Ja. Hier rum. Rechts. Aha. Oh, pass auf. Oh. Und jetzt kannst du dich setzen. Jetzt kannst du sie aufmachen. Und? Wie gefällt es dir? Ja, die Überraschung ist dir gelungen, nur was feiern wir? Unsere Liebe und meinen neuen Arbeitsplatz. Dein was? Na, du hast dich doch immer beschwert, dass ich so viel im No Limits arbeite und dass wir uns kaum sehen. Ja, so schlimm war es auch wieder nicht. Ja, und warum wolltest du dann, dass ich wieder bei dir in der Agentur arbeite? Naja, jedenfalls habe ich noch mal über dein Jobangebot nachgedacht. Und? Naja, wenn du willst, dann mache ich es jetzt. Dann können wir uns jeden Tag sehen, von morgens bis abends. Stefan! Was ist los? Wo sind Kathi und Heino? So ein zugekokster Irrer hat sie mitgenommen. Wenn wir sie suchen, bringt er sie um.